Na du, suchst du unsere nächste Route aus? Ach nee. Ich teste einfach nur den Navi. Ich frage mich, warum er immer nicht das macht, was er eigentlich machen soll. Immer mal wieder, sagen wir mal so. Schau, also irgendwie Sachen, die er nicht machen soll. Keine Ahnung. Am besten war doch echt, als er jetzt letzte Woche, wo wir da in die Stadt rumgefahren sind, 5-mal die gleiche Schleife. Und dann, mitten auf der Bundesstraße, sagt er uns, bitte das Auto abstellen und zu Fuß gehen. Super, oder? Ganz toll. Deswegen, ich habe hier einen Kompass. Ein Kompass? Schau mal. Oh. Willkommen, liebe Lebenskünstler, zu einer neuen Folge von Jenseits des Gewöhnlichen. Okay, der Kompass. Der gefällt mir hier. Okay. Aber erklär mal, wofür du den gebrauchen willst. Man benutzt ihn doch gar nicht mehr. Sag das nicht. Manchmal versagen ja so die digitalen Orientierungsanzeiger, zum Beispiel unter Wasser oder in einer Höhle. Also für Taucher oder Höhlenforscher braucht man das immer noch, weil da reicht kein GPS-Signal hin. Unter Wasser? Wo willst du denn hin? Ja, es gibt auch andere Tiefen, nicht nur Wasser. Du meinst vielleicht deine eigenen Tiefen, so die geheimen Herzenskammer. Richtig, ganz genau. Kompass Richtung Herz. Darum geht es uns heute nämlich. Um meine innere Ausrichtung und wie ich immer auf Kurs bleiben kann. Das sagst du gut. Auf Kurs bleiben. Das wünsche ich mir auch. Nicht schlecht. Weißt du, gerade wenn so viel von außen kommt, wenn man so viele Termine hat oder Projekte fertig werden müssen, Fristen und so, das kann einen richtig stressen. Und dann frage ich mich manchmal, wie kriege ich das alles hin? Wie soll ich das schaffen? Allerdings. Und wie machst du das dann? Ich würde sagen, es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine ist, ich reserviere mir irgendwo ein Zimmer und feiere eine Selbstmitleidsparty. Oder ich setze mich hin und plane alles einfach durch. Das erste hört sich irgendwie verlockend an. Aber ich glaube, das zweite ist doch zielführender. Ja, weißt du, irgendwie einen Plan zu haben, ist für mich so richtig lebensnotwendig. Das befreit. Also wenn ich so einen Überblick habe über das, was zu tun ist und ich sage mir, dann mache ich das und dann mache ich das. Und das Schönste ist, wenn ich das dann abhaken kann. Das gefällt mir echt gut. Das ist wohl wahr. Es braucht einfach ein bisschen Ordnung, auch in unserer Seele. Sonst ist da halt einfach so ein Durcheinander. Da liegt oft allerlei und auch zu viel herum. Weißt du, so viele Eindrücke, die wir ja immer haben. Und manchmal sind die oft noch unverdaut oder unverarbeitet und auch zusammenhanglos. Ganz klar eine Frage der christlichen Lebenskunst. Also unser Thema. Richtig. Und wir schauen jetzt eben nicht nur nach außen, sondern nach innen. In uns wohnt Gott. Und das ist jetzt wichtig, wenn ich das nicht organisiere, meine inneren Prozesse zu bearbeiten und auch mein Zusammensein mit dem lieben Gott, wenn ich da nicht die Ärmel hochkremple, dann wird das nichts. Am besten wäre aber doch so ein Navi zu haben. Weißt du, ein Navi für die Seele, so ein kleines Hilfsmittel. Und das sagt mir dann, zeigt mir genau den Weg und lotst mich dahin zum Ziel oder durch meinen inneren Dschungel. Hört sich toll an. Hilfe auf Knopfdruck. Aber genau das ist es ja nicht und funktioniert auch nicht immer mit diesem Navi. Aber eben zumindest auch nicht in der Glaubens- und Lebensschule von Pater Kentenich. Das, was er uns hier anbietet, ist eben wie dieser Kompass, ganz analog. Ich habe eine Grundausrichtung, Norden, aber den Weg muss ich mir immer noch selber suchen. Ach, darum ein Kompass. Nicht schlecht. Komm, wir probieren das mal aus. Okay. Ausrichtung Norden. Wo ist hier Norden? So, dann richten wir uns jetzt mal aus. Hier. Okay, und das heißt jetzt auf uns übertragen. Was ist die Grundausrichtung in meine Seele? Ich glaube, aus vielfacher Erfahrung kann man sagen, das ist doch die Liebe, das ist die Beziehung zu Gott. Und die verleiht uns Flügel. Darin will ich wachsen.
Also Norden wäre jetzt schon mal klar. Und jetzt fange ich an, mein Zusammensein mit dem lieben Gott zu organisieren. Also haarscharf auf mich zugeschnitten. Und dafür gibt es eine ganz schöne Abkürzung, die heißt GTO. Oh, GTO. Heißt das Gott tut ordnen? Also gut, schön wär's, gell? Aber wir müssen schon auch selber noch was machen. Das ist jetzt dann unser Job nämlich. Oh, dann heißt das Gut tut Ordnung? Ja, stimmt auf jeden Fall. Also es heißt geistliche Tagesordnung. Aha. Ich bin jetzt diejenige, die mein eigenes geistliches Leben ordnet, organisiert. Das Werkzeug dazu ist die GTO. Das heißt, ich suche mir auch selber die religiösen Übungen aus. Ganz genau. Und das ist nämlich die Erfindung von Pater Kentenich. Er gibt nicht eine Übung vor und sagt, das machen wir jetzt alle. Sondern wir suchen das, wo wir innerlich einen Antrieb des Heiligen Geistes spüren. Wo er uns bewegt, hin zu Gott. Also bei welcher religiösen Übung, zum Beispiel beim Gebet, Bibellesen, Besuch in einer Kirche, spüre ich, du bist bei mir und das halte ich mir fest. Das heißt, ich mache mir selber so eine persönliche Agenda für den Alltag. Richtig. Und darauf stehen dann die Dinge, die mir wichtig sind für meine Beziehung zu Gott. Dinge, die ich auf keinen Fall vergessen will. Und es gibt sogar eine App dafür. Das habe ich im Netz entdeckt. Du bist gut. Oder es gibt ein eigenes Heft, dieses hier, mit einem kleinen Planer drin zum Eintragen. Und das ist quasi der Kompass. Genau. Oder solche Karten. Schau mal. Und am Abend kann ich das dann überprüfen und abhaken. Mit einem Strich oder einem Smiley oder Kreuz oder was auch immer einem gefällt. Ich schreibe sie einfach so hier untereinander und schaue abends, wie es gelaufen ist. Wir verlinken euch auch das hier unten im Video. Diese Agenda schützt uns einfach davor, die Dinge wieder zu vergessen. Ja. Mir geht es jedenfalls so. Mir fallen dann manchmal tolle Dinge ein, aber dann sind sie auch schnell wieder weg. Ja. Und egal, ob ich gerade mal keine Lust habe oder ja, dann nicht dran denke, klappt es bei dir? Tja, ab und zu mal schon. Aber das Gute ist, ich kann ja jeden Tag wieder neu anfangen. Ja. GTO. Ganz toll, oder? Viel Spaß beim Üben. Wir üben auch miteinander. Bis zum nächsten Mal. Schaut also wieder bei uns vorbei und bis dahin, Gottes Segen.